Wir sind auf dem großen Treffen in Klüsserath an der Mosel und hier sieht man auch schon mal Fahrzeuge besonderer Art und da habe ich Camper kennengelernt und die durfte ich befragen zu ihrem besonderen Mobil. Herzlich willkommen zu diesem Video. So, jetzt bin ich bei einem etwas besonderen Fahrzeug. Ich sehe hier einen, wie sagt man, Reisebus war es und die beiden sind hier die Eigner. Stellt euch beide mal vor. Ich fange mal mit der Frau an hier. Ich bin die Simone. Hallo Simone. Detlef. Detlef, hallo ihr beiden. Ja, ihr habt euch jetzt hier so einen Omnibus, sage ich einfach mal, zugelegt und umgebaut zum Wohnmobil. Was gab es für einen Grund? Das war eine 5-Minuten-Entscheidung. Wir waren letztes Jahr auch auf dem Stellplatz bei uns im Münsterland und da haben wir auch einen Bus gesehen. Da waren wir dann neugierig, da sind wir rein und nach 5 Minuten habe ich gesagt, unser Wohnmobil kommt weg. Wir wollen auch einen Bus. Ja. Gut, jetzt sag uns ein bisschen was zu den Daten. So ein Bus ist wie lang? Der Bus ist 12 Meter lang, hat 380 PS, 14,6 Liter Hubraum, ein V8-Motor und 2 Turboladern. Verbraucht dann auch ein paar Liter Diesel? Ja, wir haben jetzt im Schnitt so auf 23 Liter. Oh ja, das geht noch. Für das Gewicht hatten wir jetzt ein Gesamtgewicht eingetragen von 16 Tonnen. 14 ist er leer, also 2 Tonnen Zuladung noch. Ist auch eingetragen als Wohnmobil? Ja, ist eingetragen als Wohnmobil alles. Ja, okay, dann ist das ja schon mal ein Vorteil. Ja, nee, gut. Und den habt ihr selber ausgebaut? Ja. Den haben wir am 6. Dezember geliefert gekriegt und Ende März war er fertig. War fertig. Und ihr habt den Möbelbau, alles habt ihr alles selber gemacht, war keine fremde Hand dran am Bus. Alles, auch die Technik? Alles komplett. Ja, okay. Seid ihr irgendwie autark? Ja, so 3 bis 4 Tage und danach müssten wir Solarpanel aufstellen, weil wir haben kein Solar drauf. Ich wollte auch nichts groß verändern von außen, keine Markise, nichts, weil wir wollen den als Bus belassen. Und so können wir noch auf jedem Busparkplatz in jeder Stadt überall parken, ohne dass es auffällt. Ja, das ist richtig, ja. Habt ihr dann schon Pläne, wo es hingehen soll mit dem Bus? Noch gar nichts. Noch gar nicht? In 2 Wochen haben wir Sommerurlaub, das ist noch komplett offen, wohin. Ja, okay. Mit so einem großen Fahrzeug kann man natürlich nicht überall auf alle Stellen und Campingplätze. Hat Vor- und Nachteile. Es sind weniger Plätze, aber bis jetzt haben wir keine Probleme gehabt. Wir haben oben die ganze Küste lang und ein paar andere Stellen schon. Alles ohne Probleme. Ja. Ein bisschen was zur Kilometerleistung. Was hat der schon auf dem Tag? Der Bus hat jetzt 605.000 Kilometer gelaufen. Ja. Und ist auch ganz schwer, einen Bus zu bekommen. Weil bei den Händlern, die wollen meistens nur an Händler oder ins Ausland verkaufen. Ja. Da kommt man kaum an Busse dran und darf nicht länger als 12 Meter sein, weil alles, was drüber ist, kriegt man als Wohnmobil nicht zugelassen. Ja. Willst du uns was zum Preis sagen? Der hat leer gekostet, noch als Reisebus haben wir 28,5 für bezahlt. Ja. Was manchmal vielleicht ein teurer oder ein schlechter, guter Preis war, aber wenn man überlegt, ist ein Mercedes, hat noch nicht so viel gelaufen. Die Innenausstattung war top, da war nichts dran, nichts kaputt, dreckig, der war gepflegt. Der ist in der Stadt Nordhausen gelaufen und die hatten nur den einen Reisebus und da war wirklich top gepflegt. Ja, schön. Und wenn da was mit ist, da könntest du auch dir selber so ein bisschen helfen. Der war letztens noch undicht, da habe ich oben offen gemacht, auseinander das Bett eben auseinandergebaut. Ach so. Habe die Kurbelgehäuseentlüftung neu abgedichtet, der Vorgänger auch mal ein bisschen gefuscht. Das geht aber alles recht einfach. Ja, das sind ja schon richtige Teile hier, wenn man das so alles sieht hier. Kompressor und so weiter, ne? Ja, den gibt es auch als 6-Zylinder, sieht genauso aus von hinten, nur 2 Zylinder weniger. Ist alles gleich, nur 2 Zylinder weniger. Ach so. Aber so ein bisschen Rost ist auch schon dran. Ja, das rostet, glaube ich, nicht, in unserem Leben nicht mehr durch. Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn der Motor brennen würde, dann platzt die von alleine auf. Die sind mehrere da vorne auch noch verteilt. Ja. Die kosten neu um die 5.000 Euro. Oh. Und der Meister von der Stadt Nordhausen hatte mir geschrieben, der ist noch Garantie bis 2025 drauf. Aha. Und da kommt Wasser dann oder was passiert? Nee, wie so ein aus dem Pulverfeuerlöscher. Ach so. Wenn einer aufplatzt, gehen die anderen alle mit auf und dann ist sofort. Ach so. Dann kann es sich gar nicht verbreitern. Ach, das ist mal irgendwann nachgerüstet worden? Ja, das haben die jedes Jahr oder alle 5 Jahre immer erneuert. Ah ja, interessant, ja. Das Nötigste, das reicht für 2, 3 Tage. Das meiste braucht eigentlich der Kühlschrank, obwohl das auch wenig ist. Ja, gut. Und das ist der Luftfilter hier? Ja. Und das sind die Starterbatterien? Die Starterbatterien. Das hat er 2x12 Volt, also 24 Volt? Ja, 225 Ampere eine. Oh ja, das ist ja schon mal. Und dann dachte ich, die gleichen da rein. Ja. Weil die Lithium nimmst ja fürs Gewicht. Das ist hier egal. Hier wiegt die Batterie 70 Kilo. Ja. Insgesamt sind es 9,5 Kubikmeter Stauraum.
Wahnsinn. Ja. Ja, da kann man ja auch sehen, richtig wie zu Hause sind da die Rohre verlegt, also die Abflussrohre. Das ist ja schon mal alles ganz ordentlich, ne? Da habe ich eine Hausklimaanlage verbaut, die geht dann oben rein. Aha. Ach, und da ist ein Tank. Ich habe einen ganz normalen IBC-Tank eingebaut. Der passt auf Millimeter da rein. Aha. Da dachte ich mir, da brauche ich mir ja nichts anfertigen lassen, wenn es so passt. Ne? Ja, richtig. Wenn ich jetzt überlege, also hier sind wir erst, ne? Das Ja. sind bei 300 Liter. Und das so. in 10 Tagen, ne? Wenn wir sparsam sind, weil wir wussten nicht nachreichen. Das ist jetzt Frischwasser. Das ist Abwasser. Das Abwasser. Achso. Frischwasser ist in dem blauen Achso. und dahinter ist nochmal ein blauer, das ist Frischwasser. Ja. Und das ist für Warmwasserbereitung, das weiße Ja, Teil da? das ist ein 10 Liter Boiler, das reicht eigentlich für Ja. einen zum Duschen, da muss der andere wieder 10 Minuten warten. Ja. Weil ich bin auch komplett gaslos, alles auf Strom. Ja. Ja, das sind alles so, sag mal, so Sachen aus dem Baumarkt hier, die Anschlüsse. Ja, Baumarkt, der Aktivkohlefilter, damit es nicht muffelt, der ist aus dem Schiffsbau. Ach so. Das ist einfach nur so eine Patrone, damit es nicht muffelt. Das heißt also, dass das Abwasser nachher nicht so riecht? Oder wo? Ja, jetzt, damit jetzt, wenn er entlüftet ist, weil es kommt ja oben jetzt frisch, wenn Wasser reinkommt, muss ja die Luft raus. Ja. Damit das nicht riecht. Das geht dann durch einen Aktivkohlefilter. Ach so. Die Und Abluft, die Ja, Abluft. ist auch komplett ohne Zusätze. Die Toilette geht ja auch mit hier rein. Ach, die Toilette geht auch mit rein. Ist auch mit rein über den Zerker. Ah ja. Mhm. Und wo ich am Überlegen war, nimmst du 2 verschiedene Tanks oder einen und dann sagte einer, das normale Grauwasser stinkt mehr wie die Toilette. Richtig. Da denke ich mir, da kann ich auch beides zusammenlaufen lassen. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Nein, nein. Ist in ein paar Minuten entleert. Hier vorne ist ein C-Anschluss dran. Schläuche habe ich da vorne. Ja. Eben rein und dann ist das ratzfatz leer. Ja, schön. Ähnlich habe ich das auch. Der 350 Watt Ah ja, das ist gut, ja. und habe dann hinten einen Kabelabroller mit 20 Meter. Ja, Ne, dann kann ich den zum Beispiel. Hier sind die Solaranschlüsse dran. ah ja, da, Dann kann ich 20 Meter laufen, ah ja, irgendwo in die Sonne legen ja, und den Bus schön im Schatten stellen. Deswegen habe ich auch kein Solar auf dem Dach drauf. ah ja. Und die normale Außennetz habe ich hier auch über Kabel zum Ziehen. Ja, gut, wenn man Platz hat, dann kann man einiges Da machen. kannst du so viel reinbauen. Ja, ja, richtig. Aber wenn ich jetzt schon sehe, ist ja auch schon fast wieder alles zu. Und Ja, verbaut, ne? es bleibt nicht aus. Wenn man Platz hat, dann baut man auch was rein und packt da was rein. Luftfederung. Der hat keine Federn oder was drin, der liegt komplett auf Luft. Ja, Und den kannst du jetzt zum Fahren noch mal 8 cm hochfahren. Mhm. Und wenn es jetzt uneben ist oder auf eine Fähre ist, dann geht er noch mal 7 cm rauf. ah, aha, wenn man so reinkommt, dann sieht man als erstes nochmal so diese Busoptik hier vorne. Ja, das Ja. wollten wir so lassen, weil ich stehe so ein bisschen auf Oldtimer, alles original und nicht komplett verbaut. Deswegen Ja. haben wir die Oberschränke drin gelassen, Ja, weil wir jede Menge Staufläche haben. ja. Gut, aber da viel Platz hat man hier. Ja, reichlich. Ja, Platz das ist jetzt reichlich. eure Essecke, hätte ich Ja. mal gesagt, wo man normale am Tisch Sitzgruppe, sitzt. wo man essen Ja. kann, sitzen kann. Ja, schön. Und das ist die Küche. Oh ja. Und diese Möbel, die hast du individuell gebaut oder konntest du die Nee, so? die sind fertig. Das ist eine komplett normale, fertige Ikea-Küche. Ja. Und die hast du dann einfach hier so Ja, rein. haben wir uns Ja, zusammen- einfach ist übertrieben, hätte ich Ja. beinahe gesagt. Man muss ja auch die ganzen Versorgungen, das heißt Abfluss, Ja, Frischwasser, das muss ja ist alle drin und ja. wir haben uns die komplett zusammenstellen lassen, abgeholt bei Ikea. Man kriegt alles einzeln in Pakete und dann eingebaut. Das ist für einen Mann das Schlimmste, eine Ikea-Küche. Ja, ja. Darf ich mal so nach hinten Ja, durchfilmen? gerne. Durchfilmen? Also hier vorne hast du rechts so ein Sofa und das ist der Kühlschrank. Ja. Passend alles in Autofarbe oder Wagenfarbe. Ja. Und ja, hier ist eure Sitzecke. Habt ihr einen Fernseher habt ihr da oben? Haben wir hier und vorne einen, die Originalfernseher. Ach, da sind die aus dem Bus noch. die Und Fernseher. wir können Fernsehen gucken, aber nur Video. Ne? Ach so, ja, okay. Was reicht uns, weil ich muss nicht im Urlaub, wir vermissen es nicht. Nee. Wenn du 1, 2 Wochen unterwegs bist und nicht guckst, du vermisst es nicht. Ja, richtig, richtig. Nee, schön. Ja, hinten schlaft ihr, sehe ich von hier. Auch dieser Möbelbau, das sieht ja auch irgendwie interessant aus hier, dieses Holz. Nicht so 0815. Ja, ne? wir haben hier, war ja vorher die alte, Ah, ja. die alte Toilette drin. Ach, das kann man auch wieder nutzen? Musst du reinschauen. Ja, dann machen wir doch mal.
Ach, das ist die Dusche jetzt? Ja. Ah, ja, ja, ist doch schick. Ja, richtig gut. Ja. Interessant. Ja, das ist wirklich interessant, sowas, ja. Deswegen hier haben wir dann die Kleiderschränke reingemacht. Hier hinten haben wir mit Schiebetür die Toilette. Ja. Das Waschbecken schon offen. Weil sonst hast du alles in einem Raum. Die Frau ist drin, als Mann muss sie warten. Oder Ja, ja, andersrum. Ne? ja. So kann sich einer waschen, einer Ja. kann duschen gehen, der andere kann auf Toilette gehen. Schönes großes Bett. Ja. Ja, und du hast auch die ganze Optik, also die Scheiben so drin gelassen, Ja. nichts dicht geklebt. Wird vielleicht ein bisschen wärmer im Sommer, wenn es warm ist. Deswegen haben wir hier einen schönen Schattenplatz. Ja. Aber egal wo du stehst, du kannst rausgucken, du hast es hell hier drin. Ja, ja. Und von außen sieht man immer nur das Fahrzeug als Bus. Als Bus. Deswegen, Ja. wir haben die Scheiben folieren lassen, Ach so. dass man das nicht sieht. Ja, von außen kann man nicht reingucken. Ja. So, jedenfalls nicht so einfach. Nee. Nein, das ist interessant, ja. Ist hier mit dem Kamin oder nein, ist nur eine optische Sache? Optisch unten 2 kW Heizlüfter ist da drin verbaut mit. Ach so. Die kannst du anmachen auf 1000 Watt und 2000 Watt. Und was habt ihr in der Heizung richtig noch zusätzlich? Der hat eine Originalheizung drin. Ja. Die ist Fußbodenheizung und Wandheizung. Die war original drin? Die war original drin. Die hat aber 30 kW, mehr Oh. wie eine im Haus. Ja. Die verbraucht auch eine Stunde 3 bis 5 Liter. Ach, die läuft auf Diesel? Ja, ja. Und dann haben wir noch eine normale kleine 8 kW Heizung drin. Ja. Die ist vorne verbaut, die kommt am Boden vorne raus. Die Also- reicht auch bis 5 Grad. Ja, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen dafür, was so ein Fahrzeug dann alles schon mal drin hat. Was Eigentlich ist es perfekt für Spanien im Winter. man, ja, genau, ja. Ist durch den Umbau leichter geworden, der Bus, oder ist der schwerer geworden? Der ist ungefähr geblieben, die Sitze raus, das andere rein. Normal hat man ein Gesamtgewicht von 18 Tonnen, Ja. wir haben abgelastet auf 16. Ja, Weil wir haben jetzt immer noch 2 Tonnen Zuladung. ja, das ist ja schon ganz ordentlich. Weil wir haben 600 Liter Frischwasser, 600 Liter Abwasser. Oh ja, das sind natürlich gute... Wir brauchten jetzt die letzten, wir stehen seit 10 Tagen hier, wir brauchten nichts Nee, bewegen. nee, schön. Schön. Das ist für die Fahrgäste, jetzt für uns. Ja, hast du gleich griffbereit Ja. und kannst dir schon am Steuer was gönnen. Ja, da sieht man schon so ein bisschen an der Optik der Armaturen hier, dass das ein bisschen älter ist, das Fahrzeug. Wie viele Jahre war es jetzt noch? 98, Baujahr 98. Ja. Mhm. Aber funktioniert alles noch einwandfrei. Alles einwandfrei. Ja. Ja, dann danke ich euch für eure Ausführung, wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns irgendwo mal wieder. Ja. Danke. Ciao. Du hast noch aufgemacht, die haben mehr gekauft, die mehr gekauft. Das war gekauft. Ja, und dann kam Corona.